Hallo und herzlich willkommen bei Selbermachen. Heute gibt es ein Video speziell für euch, für 5000 Abonnenten. Ihr könnt es selber kaum fassen, dass es schon so viele Abonnenten sind. Und am meisten scheint euch ja das Thema Backen zu interessieren. Das sieht man an den das sind schon 500.000 Aufrufe von dem ersten Backvideo, das ich gemacht habe zum Thema Brötchenbacken. Darum gibt es heute einen Zusammenschnitt von 2 etwas älteren Videoprojekten. Dabei war ich vor ca. 13, 14 Jahren mal in einer Backstube eines ortsansässigen Bäckers hier und habe mal so gefilmt, wie er so arbeitet. Er war damals schon über 70 Jahre alt und hat noch mit seiner Frau in der Backstube voll gearbeitet und hat praktisch den ganzen Ort hier mit frischen Brötchen versorgt. Ja, viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr erhaltet einen kleinen Einblick, wie so eine Backstube funktioniert, die schon über 100 Jahre alt ist. Ein paar Häuser weiter finden wir die Bäckerei Vogt. Hier treffen wir den dienstältesten Bäcker von Oderberg. Seit über 45 Jahren führt hier Arnold Vogt mit seiner Frau Ingrid das Geschäft. Unser Großvater kam 1902 hierher und hat am 1. Januar 1903 das Geschäft eröffnet. Da gibt es sogar noch eine Annonce, die Horst Fleischer ausfindig gemacht hat. Ich habe ja hier auch gelernt zu Hause. Ich sollte erst in Freienwalde lernen und dann hat sich der Kollege, wurde dann auch zu und dann habe ich hier bei meinem Vater gelernt und unser Jörg hat hier auch gelernt. Mein Bruder hat hier gelernt und ich habe ja zum Beispiel einen großen Onkel in Berlin, der hat 100 Mitarbeiter. Da gebe ich immer an, wenn hier mal ein Vertreter kommt und ich frage, ob er die Berliner Bäckerei Hillmann kennt, dann sagen sie mal, das werden wir ja wohl kennen. Und dann sagen wir immer, und hier fing alles an, bei unserem Opa, der die Hillmann-Brüder ausgebildet hat. Also viel Verwandtschaft, aber auch meistens Fremde, die hier Bäckerhandwerk gelernt haben. Aber in der DDR-Zeit war es dann so, dass viele wieder nach der Lehre aufgehört haben, weil sie woanders volkseigenen Betrieb mehr verdient haben. Also die Bäcker hatten sie damals auch nicht gerade mit besonders hohen Löhnen versorgt oder verwöhnt. Patrick, nimm sie weg und streich sie von ab. Ja. Bäcker Vogt ist heute einer von 3 Bäckern in Oderberg. Dazu gehört noch Bäcker Junge, von dem wir schon gehört haben, und Bäcker Lehmann, der einzige, der montags geöffnet hat. Und jeder hat seine Spezialitäten. Bei Bäcker Vogt sind dies zweifelsohne die Brötchen. Die Hauptsache ist natürlich Schrippe, die Berliner Schrippe. Und wir machen auch noch, obwohl das ja nicht mehr so üblich ist, bei vielen Bäckereien den Berliner Knüppel. Das ist ein anderer Teig erstmal. Der ist besser, da ist Milchpulver dran, mehr Fett. Und dann wird er anders gedrückt. Und ehe ein Lehrling einen Knüppel drücken kann, da vergeht aber garantiert ein halbes Jahr. Das ist eine andere Technik und die meisten geben sich mit sowas nicht mehr ab. Also Berliner Knüppel, Berliner Schruppe, das ist unsere Ecke hier, jeder sagt hier Schruppe. Und bei den Brötchen, Wurmbrötchen und Sesam und Käse, das sind dann wieder Brötchen. Warum das nun eine Schruppe? Naja, die sind eben länglich und die Brötchen sind meistens rund. Täglich werden 1500 Brötchen gebacken. Am Wochenende sogar bis zu 4500. Bäcker Vogt hat dabei 10 Sorten im Angebot. Dazu kommen 10 Sorten Brot und 30 bis 40 Sorten Kuchen. Und den macht der Meister mit seiner Frau noch selbst. Ja, hier läuft die Ware nicht vom Band. Hier schafft man noch mit Herz und Hand. So ist es wohl. Wa?
Naja, und wir merken das auch manchmal bei den Kunden, die von auswärts kommen, also von ganz weit weg. Die fragen uns, ob wir nur selbst backen. Da sagen wir, na, was dachten Sie denn, was wir machen? Ja, also, das ist offensichtlich auch nicht mehr so üblich, dass man alles selber macht. Aber wir machen alles noch. Brot und Brötchen und Kuchen und Torten. Und was wir lediglich beziehen, sind Diät-Torten zum Beispiel, die wir nicht machen sollten, weil das Schwierigkeiten mit der Hygiene gibt. Unsere Spezialität ist auch zum Beispiel sonnabends die Splitterbrötchen. Ich weiß nicht, ob die anderswo auch so gebräuchlich sind. Splitterbrötchen ist also auch wieder so was, was wir schon immer machen, und zwar immer am Wochenende. Jetzt sind diese mit mehr Fett drin, also Ziehbutter, und das sind also schöne Frühstücksbrötchen, allerdings süß, für ein Sonntagfrühstück, so für Sonntagsfrühstück. Machen unseren Pfefferkuchen, also Honigkuchen, das ist Honigkuchen, also nicht mit irgendwelchen Sachen, sondern Honig und Mehl und weiter nichts, wird der Grundteig gemacht. Also wir machen noch unseren eigenen Honigkuchenteig, Pfefferkuchenteig kann man ja auch sagen, Lebkuchenteig. Und der kommt dann auf den Boden, und zwar wird der schon im Sommer gemacht. Dann kommt der auf den Boden und bleibt da monatelang lagert da. Da ist kein Trieb drin und kein Gewürz und so, sondern nur eben Honig und Mehl. Und dann, wenn wir ihn brauchen, dann wird eimerweise sozusagen vom Boden geholt, und dann kommt die, also Ammonium, Hirschhornsalz, Hirschhornsalz ist jetzt selber, Ammonium, Pottasche und Gewürz. Also Pfefferkuchengewürz an, und dann wird es gewürgt und dann wird es aufgemacht. Also immer sozusagen Eimer für Eimer. Wenn wir dann, und dann nach dem Abbacken werden sie dann mit Schokolade überzogen, und wenn sie alle sind im Laden, dann holen wir den nächsten Eimer vom Boden und machen den wieder genauso auf. Und man kann, wenn jetzt ein Eimer übrig bleibt, den kann man durchaus nächstes Jahr wieder nehmen. Also der steht da, da rührt sich nichts. Da kommt ist ein Deckel drauf, luftdicht abgeschlossen. Man kann also tatsächlich Pfefferkuchen, wir hatten mal im vergangenen Jahr, da waren vom Vorjahr was übrig, und das haben wir vorig Jahr genommen, also kein Problem. Wir haben ja zum Beispiel, kriegen wir hier Anfragen gleich nach Ostern, wie viel Weihnachtssachen wir brauchen. Dann sagen wir brauchen nicht, wir machen unsere Sachen selber. Also, ja, das ist, ich habe immer große Hochachtung vor den Pfefferküchlern, die es ja da in Sachsen gibt, in Pulsnitz zum Beispiel. Da sind ja mal die alten Pfefferküchler. Und da habe ich mir sagen lassen von einem Vertreter, der kommt aus so einer Pfefferküchler-Familie aus Pulsnitz, die machen den Teig auch nicht mehr im Sommer. Also das hat mich nur enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte mal, wir alten Traditionsbäcker, wir machen das nur so, wie sich das gehört. Mein Vater hat übrigens auch mal in einer Pfefferküchlerei gearbeitet. In Angermünde gab es mal eine Pfefferküchlerei, die hieß Badeleben. Und da konnte er ja sicherlich allerhand dazulernen. Klar, immer zu unseren Mitarbeitern. Die kann niemanden in den Laden zwingen. Der muss also von alleine kommen. Deshalb müssen nur die Qualitäten stimmen und so. Und dann muss man freundliche Verkäuferinnen haben, wenn die Männer kommen, die kommen ja meistens sonnabends, sind die Männer immer dran, sind dann natürlich die Verkäuferinnen, die dann mit ihrem Charme auch Umsatz machen. Ja, das ist so. Klar. Bitteschön. Was ich hier übrigens mache, ist auch nur reine Kosmetik. Hält schön auf, aber
damit es schöner aussieht, muss es immer mit Verzierung gemacht werden. Indem man versucht, immer beste Qualität zu liefern, was auch nicht immer gelingt, wenn es, manchmal kriegt man frisches Mehl, dann ist es ein anderes Mehl als gestern, dann muss man damit erst wieder fertig werden, aber sonst steht eigentlich immer Qualität. Ich schreibe öfter auf den Zettel, macht mir anständige Backware. Ob sie da hingucken oder nicht, das will ich dann dahingestellt lassen. Also nach dem Krieg war es so, dass wir nur Mehl gekriegt haben, wenn wir Körner abgeliefert haben. Das waren dann die Zuteilungen und da mussten die Bauern also Korn bringen und dann wurde das in so einem Notizbuch festgehalten, so und so viel Korn gibt so und so viel Brot. Und dann haben sie das abgeholt, das Brot, und dann wurde wieder gemahnt, sie müssen wieder Körner bringen, sonst ist kein Brot mehr. Und erst ganz allmählich, also nach dem Krieg, wurde eigentlich nur Brot gebacken. Oder zu Weihnachten, zu Ostern und Pfingsten selbst gebackenen Kuchen. Da konnte man hier nicht treten vor Kuchen. Alles war voll Kuchen gemacht, aber nicht unser Kuchen, sondern immer der von den Hausbäckern. Da kriegten sie einen Namen ran oder eine Nummer. Und dann ist so mal einer runtergefallen, das war immer sehr ärgerlich. Ja. Aber erst in den Ende 40er Jahren, da haben wir angefangen mit Schuppen. Also von 45 bis 47, 48 habt ihr überhaupt keine Schuppen. Da habt nur das Allernötigste. Diese Roggenbrötchen als Schulspeisung auch. Da habe ich ja meine Frau immer mit bestochen, weil ich es nicht nötig hatte, die zu essen. Ich habe ja hier genug gehabt. Und nur Brot. Und dann erst langsam und ganz allmählich Brötchen. Und heute ist alles im Überfluss, wie das so ist. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Film gefallen. Die Backstube gibt es leider nicht mehr. Das ist sehr schade. Ja, wenn ihr noch mehr hier sehen wollt zum Thema Backen, zum Thema Haushaltstipps oder was man sonst noch alles selber machen kann, dann abonniert diesen Kanal und drückt vielleicht auch die kleine Glocke, damit ihr nichts verpasst. Wenn euch dieser Film gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch. Schreibt mir eure Ideen und Anregungen in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.